Ja, ein Flohmarktfund. Die Säge ist falsch herum aufgesetzt. Das Holz muss beim Sägen gegen den Anschlag gedrückt werden. Abziehen und einfach rumdrehen. Es sei denn, du hast ein japanisches Sägeblatt in Verwendung, welches auf Zug arbeitet. Das habe ich aber damit noch nicht ausprobiert. Was machen? Neues Sägeblatt, neue Führungsringe und Arbeit. Als erstes hebst du den Sägebügel ab, da lässt es sich leichter hantieren. Die Ersatzteile waren schnell bestellt und dann konnte ich loslegen. Zerlegen muss man da nicht viel. Entrosten und polieren kostet am meisten Zeit her. Die Ersatzteile werden bereitgelegt. Ein neues Sägeblatt schneidet besser und wer schärft denn schon so kleine Sägezähne von Hand nach? Die Flügelspannschraube wird aufgedreht und es kann das Sägeblatt aus den Arretierungen geschoben, angehoben und aus den Führungsschiebern herausgezogen werden. Die Sägeblattzähne müssen zum Anschlag hin zeigen. Der Griff ist nur gesteckt und wird oben von einem Spanndraht gehalten. Jetzt kannst du die Führungsschieber abmachen. Reinigen schadet nichts. Die Führungsringe sind gleich ausgetauscht. Das Einstellen dauert etwas länger. Das Stegrohr wird mit Schleifvlies am schnellsten von Rost befreit, ohne tiefe Kratzer zu hinterlassen. Selbst wenn du schon eine elektrische Kapp- und Gärungssäge hast, diese Ulmia Gärungssäge ist sehr genau und stößt durch den schmalen Schnitt nur sehr wenig Sägemehl nicht sehr weit aus. Dann kannst du das neue Sägeblatt mit den Zähnen nach unten und nach vorne zeigend schon mal durch die Führungsschieber fädeln und vorne und hinten einhaken. Schraube oben am Spanndraht die Hutmutter auf und drehe am Griff die Flügelmutter nach rechts, bis das Sägeblatt auf Spannung sitzt. Die Führungsringe sollten so eingestellt sein, dass das Sägeblatt mittig in den Führungsschiebern gleitet. An keiner Stelle dürfen die Zähne zu nah an Material der Führungsschieber kommen. Ein Probeschnitt zeigt, ob das Sägeblatt genügend gespannt ist und ob es am Grund durchsägt. Auf jeden Fall ist Geduld und feines Schleifvlies gefordert, um den Rost ohne tiefe Kratzer wegzubekommen. Die Auflage hat kleine Wellen quer zum Anschlag. Hier kannst du mit einem Schleifpapier sanft den Rost aus den Rillen schleifen. Mache bitte nicht den Fehler, mit einem Bandschleifer die Wellen glatt zu schleifen. Am Schluss gibst du auf die blanken Metallflächen etwas Silbergleit und polierst den Überschuss weg. Nimm auf keinen Fall Fett oder Öl für den Anschlag, das geht sonst ins darauf gelegte Holz. Mit einem weiteren Probeschnitt stellst du fest, ob die Führungen genug Gleitmittel haben und ob dann noch Rostnarben die Gleitbewegung abbremsen.